Hey Leute, fett, dass ihr wieder hier seid. Hier gibt es heute die volle Dröhnung Baureihe 111. Ihr wisst, Premium-Content für Liebhaber, Genießer und Ehrenmänner. Ich habe mir die neue 111 von Minitrix ganz genau angeschaut. Mache einen fetten Vergleichstest auch im Sound mit der alten 111. Zeige euch, wie sie mit 14 M-Wagen über die Strecke jagt, zeigt die alte mit den X-Wagen dran, vorbildgerechte Modellbahn, ihr wisst schon. Zeige euch, wie man aus einer ganz alten Minitrix abgeschraubelten 111 eine frische Sally machen kann, die natürlich meinen TRI-Ersatzzug zieht. Und wenn ihr euch fragt, wieso die Wagen so kurz kuppeln, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, weil im nächsten Video geht es nur um Magnetkupplung. Dann zeige ich euch, wie ihr das machen könnt bei euren Wagen, wie das funktioniert und wie einfach es geht. Und wenn ihr euch fragt, wieso der Affe so lange Arme hat, weil es kann. Schluss mit Gelaber, hier ist das Schmuckstück in seiner vollen Pracht. Die 111 102-0 wurde 77 bei Henschel & Sohn in Kassel gebaut und war ab Januar 78 in Ozeanblau-Elfenbein im Hauptbahnhof München beheimatet. Sie kam dann 88 nach Frankfurt und gehörte ab 99 zur DB Regio Hessen und hat dann ab 2002 ihr verkehrsrotes Kleidchen erhalten. Nach einem Trafobrand im Januar 15 wurde sie abgestellt und hat dann 2017 bei Bender das Zeitliche gesegnet. Minitrix hat das erste Modell der 111 1976 rausgebracht, also ein Jahr bevor unsere 111 für das Licht der Welt erblickt hat. Ich schätze mal, am Lokkasten hat sich bis 2025 auch nichts Wesentliches geändert. Jetzt haben sie es komplett neu gestaltet und wie alle Loks aus dem Hause Märklin wird das Gehäuse jetzt in Zinkdruckguss gefertigt. Der Vorteil ist, das Zeug ist deutlich schwerer als das alte Kunststoffgehäuse. Allerdings wurde auch mit der Zeit das Innenleben immer leichter, aber dazu später mehr. Was mir auf den ersten Blick positiv aufgefallen ist, ist das Gesicht der Lok. Ich finde, das Face ist jetzt viel näher am Original als beim alten Modell. Die alte 111 hat mich immer so ein bisschen an eine lange gewölbte Nase erinnert. Jetzt passen die Proportionen deutlich besser, wenn auch nicht ganz perfekt. Die Pufferbohle ist jetzt auch in vorbildgerechter Höhe angekommen. Meine Pufferbohlen hier sitzen out of the box auf beiden Seiten tatsächlich etwas schief. Aber das lässt sich einfach regeln, nicht mit sanftem Druck, sondern wenn man die zu hoch sitzende rechte Seite vorsichtig etwas nach unten zieht. Die Wischer sind leider nicht separat angesetzt. Das ist sehr schade, denn das wäre ein schönes Detail gewesen. Dafür gibt es jetzt einen angesetzten Haltegriff neben dem oberen Spitzenlicht. Die Haltegriffe am Einstieg sind jetzt auch angesetzt und vorbildgerecht unterschiedlich lang. Der Maschinenraum hat jetzt auch endlich eine Abdeckung mit Maschinenraumimitat bekommen und die Bedruckungen sind wie immer knackscharf. Aufgefallen ist mir aber auch die Lackierung. Das Elfenbein ist jetzt für mich gefühlt einen Tacken matter als das Satin-Finish von früher. Das fällt mir vor allem beim Filmen und Fotografieren auf, wenn das reflektierte Licht an den Schrägen nicht mehr so reinballert. Die Farbe passt übrigens auch perfekt zu den M-Wagen von Minitrix. Das obere Spitzenlicht hat jetzt endlich auch seine richtige Länge. Das war vorher etwas platt gedrückt. Und nein, das täuscht nicht wegen dem silbernen Lack. Das ist tatsächlich so, wenn man die 111 mal im Original von der Seite anschaut. Bei der Ansicht von oben fällt der kleine Absatz zwischen Lokrahmen und Lokkasten auf. Da kam beim Lackieren wohl etwas zu wenig Ozeanblau drauf und das Elfenbein schimmert noch durch. Ist zwar schade, aber für mich jetzt auch kein Riesenaufreger, denn beim Original war dieser Absatz eigentlich immer ziemlich zugesifft. Vielleicht mache ich mir da mit einem schwarzen Wash ein bisschen Siffe rein und dann sollte das für mich so passen. Die Pantos haben sich nicht geändert. Sommerfeld liefert hier nach wie vor die Scherenstromabnehmer zu. Ich finde die jetzt gar nicht mal so verkehrt. Klar geht schöner, aber vielmehr stört mich, dass man die immer noch nicht in einer gesunden Mittelstellung arretieren kann. Und mich stört, dass die Schleiferleiste einfach nur permanent schräg steht. Hier braucht es wieder extra Hilfsmittel, sehr schade. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das gelöst habt. Würde mich echt interessieren.
Lobenswert sind aber die deutlich feineren Isolatoren und Leitungen auf dem Dach. Das sieht jetzt richtig fresh aus. Auch das Lüftungsgitter wurde aus einem Ätzteil eingesetzt und die Trompete hat auch ein Update bekommen. Im direkten Vergleich zwischen neu und alt fallen auch die neuen, besseren Proportionen sofort ins Auge. Hier hat sie echt einiges getan. Das neue Gehäuse ist außerdem etwa einen halben Millimeter tiefer als das alte und da der Stromabnehmer auch etwas weiter im Gehäuse versenkt ist, macht das optisch schon einiges aus. Die Regenrinnen sind jetzt auch nur noch aufgedruckt anstatt plastisch ausgeführt, macht aber auch echt Sinn, wenn man noch weitere Maschinen damit abbilden will, die einfach keine Regenrinne mehr haben. Ein Führerstand war bei der alten 111er gar nicht erst vorhanden. Dafür war ein prismenartiges Glas verbaut, das bei einem bestimmten Lichteinfallswinkel ein psychedelisches Stimmungslicht auf die Modellbahner geworfen hat. Und wenn man dann die Augen schloss, konnte man sogar Stimmen hören. Der neue Führerstand sieht übrigens ganz brauchbar aus. Im direkten Vergleich fällt dann auch nochmal das Update der Leitungen und Isolatoren auf. In den knapp 50 Jahren hat sich doch einiges getan. Leute, jetzt mal Real Talk. Das Update der 111er war nach fast 50 Jahren mehr als überfällig und Minitrix hat geliefert. Das neue Face mit den korrekten Proportionen und die tiefsitzende Pufferbohle, safe ein Highlight für mich. Das Gehäuse aus schwerem Zinkdruckguss gibt der Lok eine Wertigkeit, die man anfassen kann. Klar, der kleine Lackfehler, die Scheibenwischer und die nicht fixierbaren Stromabnehmer finde ich nicht so prickelnd, nerven mich jetzt aber auch nicht. Die Fahreigenschaften sind zeitgemäß gut und ruckelfrei. Railcom muss man wie immer bei Minitrix separat aktivieren. Sie erreicht die vorbildgerechten 160 km/h, aber leider ist die Geschwindigkeitskennlinie ab Werk linear und auch mit CV6 absolut nicht änderbar. Aber die Lok zeigt, dass wir im Jahr 2026 angekommen sind. Für mich ist die neue 111er ein solides Update und, das muss man leider so sagen, für mich alternativlos. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die neue 111 findet und was ihr feiert oder was euch tierisch auf die Nüsse geht. Aber bringt das neue Gehäuse tatsächlich so viel mehr Gewicht? Die Ur-111er bringt es noch auf stattliche 103 Gramm. Das verbesserte Soundmodell aus 2020 schafft immerhin noch 70 Gramm. Das Zinkdruckgussmodell bringt es dann auf 89 Gramm. Die Ur-111er hat noch einen massiven Body. Das 2020er Modell hat schon das neue Innenleben, was auch aktuell zum Einsatz kommt. Bedeutet, Zinkdruckguss bringt einen realen Gewichtsvorteil von satten 19 Gramm. Das entspricht ungefähr 6 Stück Würfelzucker. Aber letztendlich schafft es die neue 111er, 14 M-Wagen über meine 2% Steigerung zu ziehen. Das schafft das 2020er Soundmodell gerade so mit Mühe und Not. Die Lok wird von Minitrix nur noch mit einer Komplettplatine digital mit Sound angeboten, also ohne Schnittstelle, sie fährt aber auch analog. Mir ist das eigentlich egal, solange die Lok funktioniert. Wenn es Probleme gibt, wird man sehen, was es für Lösungen gibt, womöglich auch mit Drittanbietern. Aber jetzt lass erstmal hören, Digga. Und um jetzt mal den Sound zu testen, lege ich jetzt mal ein Mikrofon zwischen die beiden Hübschen und teste jetzt mal die Fahrsound. Ich mache den Motor an jeweils. Lasst ihr ein Stück vorwärts und zurückfahren. Dann testen wir die beiden Hupen. Ich glaube eine bei der neuen, zwei bei der alten. Und dann noch die Bahnsteigansagen. Das übrige Gedöns wie Druckluft ablassen, Kompressor ankuppeln, Pfeifen und sowas, das spare ich euch echt. Das braucht nicht. Aber das andere ist echt entscheidend, vor allem der Vergleich zwischen den beiden Sounds, weil ich meine, es gibt keinen großen Unterschied. Wir fangen an mit der S-Bahn 111.
Und dann gibt es noch zwei nette Türen-Schließen-Sounds, einmal mit Piepsen und einmal ohne. Erstmal die F14. Und die F16. Und dann gibt es noch eine nette Bahnhofsansage. Okay, das war's. Jetzt schauen wir uns oder hören uns die neue 111 an. Na super. Ja, kleines Reinigen ist angesagt bei mir. Aber hören wir uns erstmal die Hupen an. So, auch hier gibt es Türen-Schließ-Sounds. Das war eine Drehfalltür, steht zumindest so in der Anleitung. Könnte aber sein. Nochmal. Ja, geht der Kompressor an. Dann gibt es noch die normale F22 Türen schließen. Und dann gibt es noch ein paar Bahnhofsansagen, die spiele ich jetzt mal der Reihe nach ab. Bitte Vorsicht, am Gleis 1 durch, Gleis 1 für den kürzeren Schnellzug. Von der Bahnsteigkante bitte zurücktreten. Am Gleis 8 bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Gleis 7 bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Am Gleis 14 fährt ein der Regionalexpress Königssee von Berchtesgaden, Ankunft 12:21, zur Weiterfahrt nach Hamburg-Altona, über Treuchtlingen, Würzburg, Fulda, Hannover, Bremen, Hamburg Hauptbahnhof um 12:45 Uhr. Ja, schönen Dank auch. Aber der Knaller, was Minitrix hier reingepackt hat, ist die F28. Gute Fahrt mit Minitrix. Haha, ich feiere das. Nochmal. Gute Fahrt mit Minitrix. Ja, gute Fahrt mit Gute Fahrt mit Minitrix. Minitrix was. Danke. Nein, Freunde, das war jetzt keine KI, sondern die Lichttestfunktion vom Vectron. Okay, on top mit einem kleinen Flackerfilter. Die 111 hat nicht ganz so viele Beats, die Führerstandsbeleuchtung und die Maschinenraumlampe gehören eigentlich heute zur Standardausstattung. Bitte einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt.
Vor ein paar Jahren habe ich mir eine alte abgefuckte 111 mit Einhornpantos geholt. Weil ich mir nicht sicher war, ob ich das S-Bahn Orange so gut hinbekomme, habe ich den Streifen nach einer ordentlichen Wäsche einfach abgeklebt und das ganze Teil mitsamt den verklebten Isolatoren gebrusht. Nicht in Kieselgrau, sondern wie die aufbereitete 111 Sally von DB Gebrauchtzug in Verkehrsgrau. Nachdem dann die Isolatoren wieder ihre ursprüngliche Farbe hatten, bekam das Gehäuse einen Glanzlack, damit die Decals sich besser integrieren. Leider war die Trägerfolie sehr dick, heute würde ich die Beschriftung eher irgendwo auf 7 Mikrometer Folie drucken lassen. Zum Schluss kam dann ein Satin-Finish drauf und das Gehäuse passt perfekt im Tausch auf meine S-Bahn 111 mit Sound. Und die passt dann natürlich vorbildgerecht zu meinem TI-Wagen.